Heute geht es um die Frage, wie sich die Weltbevölkerung bis zum Jahre 2100 verändern und erhöhen wird, also in der Zeitspanne, die unsere Kinder durchaus noch erleben können. Und da stellt sich auch die Frage, wie sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen einzelnen Regionen und einzelnen Kulturteilen auf diesem Planeten verändern und verschieben wird. Wird Europa vielleicht am Ende des Jahrhunderts nur eine Randbevölkerung auf diesem Planeten sein? Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Und heute geht es dann um die Zukunft, um das 21. Jahrhundert, genauer gesagt um die World Population Prospects der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen veröffentlichen also alle 2 bis 4 Jahre eine Projektion über die weitere Entwicklung in diesem Jahrhundert bis zum Jahre 2100 hinein. Und wichtig ist erstmal zu erkennen, es ist eine Projektion, es ist keine Prognose. Projektion, Prognose, was ist der Unterschied? Also Prognose heißt, es kommt so und so und so, ich schätze mal, es kommt so und so und so. Projektion heißt immer, wenn, dann. Also ich habe ein bestimmtes Wenn und er rechnet dann mit Mathematik, dann ein bestimmtes Dann. Wenn, bla 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 bla, dann. Also Annahme über die Geburtenrate, bla bla bla, Mathematik, dann. Über die Lebenserwartung, die Wenn, Mathematik, dann und so weiter. Das heißt, also die Vereinten Nationen treffen bestimmte Annahmen, die sich dann mathematisch, logisch dann umrechnen lassen in bestimmte Bevölkerungszahlen für die einzelnen Länder oder für den Planeten insgesamt. Das heißt also, die Frage bei dieser Bevölkerungsprojektion der Vereinten Nationen ist jetzt nicht immer nur das Dann, sondern vor allem auch die Frage des Wenn. Denn zwischen dem Wenn und dem Dann gibt es eigentlich kein Vertun. Das ist, wie gesagt, nur die normale Mathematik. Ja, und das ist also die grundlegende Annahme der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen, ich verhalte es mal ganz kurz im Vorwege, gehen davon aus, dass sich im 21. Jahrhundert die Zahl der Menschen auf diesem Planeten steigern wird auf 10,8 Milliarden Menschen. 10,8 Milliarden Menschen, also rund 3 Milliarden Menschen mehr, als wir in der Gegenwart haben, mit 7,8 Milliarden, 7,7 Milliarden Menschen. 3 Milliarden mehr hört sich jetzt sehr viel an. Also prozentual machen diese 3 Milliarden Menschen aber nicht viel mehr Wachstum aus, vor allen Dingen weniger Wachstum aus, als das 20. Jahrhundert bereits gesehen hatte. Im 20. Jahrhundert ist die Bevölkerungszahl auf diesem Planeten förmlich explodiert. Und die 3 Milliarden Menschen mehr, um die es hier geht, das sind eben halt nur vergleichsweise wenige Menschen zusätzlich. Und man kann schon jetzt erkennen oder schon jetzt absehen, diese 3 Milliarden Menschen kann dieser Planet auch noch vertragen. Da gibt es also keinen Anlass zu einer Katastrophenstimmung. Aller Bevölkerungspessimismus, dass man sagt, es tritt jetzt Seuchen oder Hungersnöte oder Bürgerkriege auf global. Der ganze Planet kann unter gar keinen Umständen 10,8 Milliarden Menschen ernähren. Also doch, er kann. Er kann und ich hoffe auch, er wird. Und ich denke mal, dass da eigentlich so viel Luft nach oben sein müsste, dass das also im Prinzip gar kein Problem darstellen sollte. Trotz gewisser regionaler Verschiebung, auch wenn man denn wirklich will. Also von daher, wie gesagt, ist das schon eine sehr positive Erkenntnis. Im 21. Jahrhundert kommt es nicht zu einem ganz großen Bevölkerungsknall. Die Welle läuft aus. 3 Milliarden Menschen mehr, okay, aber wie gesagt, es ist in früheren Jahrhunderten teilweise noch mehr gewesen. Das ist auch deswegen so interessant, diese 10,8 Milliarden Menschen, weil eben halt entsprechend, dass sich regional sehr unterschiedlich entwickeln wird. Also einige Kulturteile werden tatsächlich explodieren. Das wird also ein ganz erhebliches Wachstum auch im 21. Jahrhundert geben. Eine regelrechte Bevölkerungsexplosion nach wie vor. Andere Kulturteile werden schrumpfen, weil sie schon jetzt eine sehr niedrige Geburtenrate aufweisen. Und deswegen ist auch der regionale Vergleich nachher ganz wichtig. Und jetzt wollen wir heute mal ganz kurz diesen Begriff Kulturteil klären, der schon längere Zeit hier herumgeistert. Kulturteil ist also eine Zusammenfassung von Ländern, die dieselbe Kultur haben, also ähnliche Sprache, ähnliche Religion, ähnliche anthropologische Merkmale, ähnliche Geschichte, ähnliche andere kulturelle Werteeinstellungen und so etwas. Und das sind eben halt Länder, die vergleichbar sind. Und ich teile hier einfach mal jetzt aus meinem Bauchgefühl heraus, nicht ganz, aber einfach mal so jetzt 11 Kulturteile ein. Die sehen Sie jetzt hier.
Und das ist meine Einteilung, die ich vorgenommen habe, aber sie weicht nur unwesentlich ab von anderen Einteilungen, wie es zum Beispiel Herr Huntington oder Herr Newig oder andere Geografen vorgenommen haben. Letztendlich gibt es nur kleine Unterschiede. Also ich teile zum Beispiel Ostasien in 2 Kulturteile auf, in einen chinesischen mit Nordkorea und der Mongolei und einen japanischen Kulturteil mit Südkorea und Taiwan. Das heißt, hier an dieser Stelle nehme ich mal die Freiheit, die außenpolitischen Spannungen zu berücksichtigen, die momentan dort herrschen, und überschlag ein bisschen die kulturelle Einheit oder die kulturelle Ähnlichkeit natürlich zwischen China und Taiwan, oder Volksrepublik China und Taiwan ist ja nur ein China aus beider Sicht, oder auch die kulturelle Ähnlichkeit zwischen Nord- und Südkorea. All das wische ich mal ganz kurz weg. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, hier diese Kulturteile. Ich nenne sie auch mal China und Japan. Gemeint ist natürlich eben ein erweitertes Japan, ein erweitertes China. Jo, und wie gesagt, diese Kulturteile habe ich jetzt 11 Stück eingeteilt. Andere kommen auf 7 bis 12 Kulturteile. Es gibt eine, wie gesagt, leichte Abweichung von Autor zu Autor. Kulturteile sind also etwas willkürliche Schubladen, in die ich jetzt verschiedene Staaten einfach dann reinschiebe und reinstecke und sagt, ihr seid ungefähr gleich. Natürlich gibt es Unterschiede beim Deckmann in Europa zwischen Schweden und Spanien oder zwischen Italien und Irland. Das ist natürlich jetzt nicht alles genau das Gleiche, aber im Groben und Ganzen vielleicht im Vergleich zu sehr viel entfernteren und andersartigen Ländern sind das doch eben halt Ähnlichkeiten, die doch sehr stark auch zwischen diesen Ländern sind, oder zwischen Frankreich und Österreich. Auch dort gibt es entsprechende Ähnlichkeiten unter Polen und Portugal. Auch dort werden wohl letztendlich im globalen Maßstab die Ähnlichkeiten überwiegen. Ja, und deswegen, wie gesagt, diese Kulturteile, sie unterscheiden sich übrigens auch sehr stark von der geografischen Einteilung der klassischen Kontinente, also Amerika, Europa bis zum Ural, wenn man so will, Afrika, Asien, Australien. Man kann auch sagen, sie haben praktisch damit gar nichts gemeinsam. Vielleicht Australien am ehesten noch, aber ansonsten, wie gesagt, gibt es da keine Überschneidung. Das ist auch klar, dass diese geografische Einteilung vielleicht die Welt so im 16. Jahrhundert ganz gut wiedergegeben hat, als Russland als halbeuropäisches Land nur bis zum Ural ging, weitestgehend auch, und eben halt Amerika noch ein weitestgehend unbesiedelter Kontinent war, zumindest aus Sicht der Europäer, weitestgehend unbesiedelt war. Es sind ja auch sehr viele Indianer gestorben damals, okay. Aber diese Einteilung der Geografen führt letztendlich heutzutage nicht besonders weit. Man kann damit nicht sehr viel erklären. Denn was hat Saudi-Arabien mit China gemeinsam und was hat Thailand mit Sibirien gemeinsam? Beides, alles in Asien, das hilft nicht weiter. Und ein Land wie Mexiko, das eben halt formell auf nordamerikanischen Kontinent liegt, ist doch kulturell eher an Südamerika gebunden. Deswegen nennen wir das Ganze dann gemeinsam Lateinamerika. So. Und wie gesagt, auch mit der Tektonik her, den tektonischen Platten auf dem Planeten, haben wir weder die geografischen Kontinente noch die Kulturteile irgendetwas gemeinsam. Es gibt ja nicht die europäische Platte zum Beispiel. Es gibt eine eurasische Platte, geht runter bis Südostasien. Also insofern ist Europa tektonisch nur ein Wurmvorsatz Eurasiens, während Indien nach dieser Tektonik her durchaus eigener Kontinent wäre. Okay, also deswegen, wie gesagt, aber nehme ich immer diese Kulturteile auf. Und wie gesagt, wenn ich jetzt diese Länder in diese Schublade hineinpresse, ist natürlich klar, das tut manchmal weh. Also es gibt auch natürlich Länder, die man in verschiedene Schubladen reinpacken könnte. Bekanntes Beispiel ist Pakistan. Also Pakistan ist ja ein ganz ausgeprägt muslimisches Land, das aber eben halt sehr stark mit Indien verwoben war. Insbesondere als Indien ja eben halt auch das heutige Indien ein doch im erheblichem Maße auch früher islamisches Land gewesen war. Bis vor 300-400 Jahren ungefähr. Und jetzt die Frage, wo packen wir Pakistan zu? Entweder Orient oder eben halt Indien zu. Ich habe mich entschieden, Pakistan Indien zuzuordnen und sehe da gewissermaßen in Indien eine islamisch-hinduistische Doppelwelt im Wesentlichen auch. Zentralasien dieselben Fragen, kann man das so und so zuordnen. Südostasien, wie gesagt, ist auch hier ein besonderer Rahmen, ist eher so eine Restekiste, wo die Verbundenheit der Staaten untereinander vielleicht besonders gering ist. Was hat Indonesien mit Vietnam gemeinsam? Schon vergleichsweise wenig. Also das ist schon da eher die Restekiste drin. Generell eben halt gibt es auch sehr viele Übergangsbereiche, die dann auch oftmals der Schauplatz sein können für groß angelegte politische Spannung, wo also sich die Supermächte, die Weltmächte darum ärgern und streiten, wer in welchem Land in diesen Übergangsbereichen welchen Einfluss haben soll.
Das haben Sie und sehen Sie ja in der Gegenwart immer noch sehr stark in der Ukraine-Krise zum Beispiel ab 2014, wo Russen und Europäer und Amerikaner sich darum streiten, zu welchem Einflussbereich eigentlich die Ukraine gehören soll. Und da gibt es eine ganze Menge von Staaten, die so ähnlich gelagert sind. Gut, das sind mal diese Kulturteile, die wir hier drin haben. Und jetzt gehen wir in die Gegenwart hinein. Das ist also jetzt die Welt 2019. Und das ist also eben mal diese geografische Einteilung, wie ich sie vorgenommen habe. Sie unterscheidet sich übrigens ein bisschen auch von der Einteilung der Vereinten Nationen, den World Population Prospects. Also die Vereinten Nationen schlagen zum Beispiel ein Land wie den Sudan dem Orient zu. Kann man machen, finde ich auch im Prinzip machbar, mache ich aber jetzt nicht, aus verschiedenen Gründen daraus. Das heißt, auch die Zahlen, die ich jetzt hier angegeben habe, sind jetzt meine Zahlen. Das heißt, ich musste zum Beispiel jetzt in diesem Falle vom Orient oder Nordafrika, wie es die Vereinten Nationen berechnet haben, die Werte für den Sudan abziehen, subtrahieren und sie dann eben halt Afrika südlich der Sahara hinzuaddieren. Das muss ich bei anderen Beispielen auch ein bisschen mehr machen. Also deswegen bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie mal die Originalzahlen der Vereinten Nationen finden sollten, über die einzelnen geografischen Gebiete, über die einzelnen Kulturteile. Die teilen das ein bisschen anders ein, aber nicht viel. Okay, und wie gesagt, jeder hat seine eigene Einteilung, die Vereinten Nationen haben ihre und ich habe jetzt hier meine. Punkt aus Ende. So. Ja, das ist wie gesagt die Gegenwartslage 2019 und ja, Sie sehen eben halt die Stärke der einzelnen Kulturteile. Afrika, südlich der Sahara, bereits über 1 Milliarde Menschen. Indien ist der bevölkerungsreichste Kulturteil. Wie gesagt, Indien ist eben halt in Anführungszeichen Indien. Es ist der Staat Indische Union, der umgangssprachlich Indien genannt wird. Plus eben halt Pakistan, plus Bangladesch, plus Sri Lanka, plus Bhutan, plus Nepal. Ja, also das ist für mich dann alles in allem Indien. Also Indien ist mehr als die Indische Union, der Staat Indische Union. Russland ist mehr als Russland, China ist mehr als China, Japan ist mehr als Japan. Auch das ist klar. Gut, und jetzt die Frage, wie geht es weiter? Die Vereinten Nationen haben eine Variante aufgestellt, die Variant Medium. Das ist die Variante, die immer in den Medien auftaucht. Also das ist so die Hauptvariante, die fast immer zu 90-95% zitiert wird. Und die sieht folgt aus fürs Jahr 2020. 30, 40 und 50 machen wir mal eine Pause, 2050 hier, so. Und sieht, dass bis 2050 die Weltbevölkerungszahl weiter erhöht haben wird und dass wir also vor allen Dingen Verschiebungen innerhalb der Kulturteile haben. Einige Kulturteile haben ihren Höhepunkt gerade erreicht oder ihn auch schon überschritten, denken wir an Japan zum Beispiel, aber vor allen Dingen 2 Kulturteile haben jetzt sehr viele Menschen, nämlich Indien, über 2 Milliarden Menschen, und auch Afrika, südlich der Sahara, Schwarzafrika, über 2 Milliarden Menschen. Also nochmal verdoppelt praktisch gegenüber dem Stand, wie wir in 2019 gehabt haben. Ein enormes Wachstum in Schwarzafrika. Und das wird in den folgenden Jahrzehnten auch noch weiter anhalten. Denn wir gehen jetzt weiter und schauen uns mal die Werte an für 2060, 2070, 2080, 2090 und 2100, dem letzten Jahr, das die Vereinten Nationen berücksichtigt haben. 2100 Variant Medium. Ja, und hier sind eben halt die Unterschiede eben halt doch noch sehr viel stärker. Afrika, Schwarzafrika, südlich der Sahara, fast 4 Milliarden Menschen. Also hier kommen in den nächsten 50 Jahren nochmal, also seit 2050 in den nächsten 50 Jahren nochmal fast 2 Milliarden Menschen hinzu. Zusätzlich, also fast 4 Milliarden Menschen. Japan rückläufig, stark rückläufig, Europa rückläufig, Russland rückläufig. Das heißt, hier haben sich im Jahre 2100 die Gewichte zwischen einzelnen Kulturteilen massiv verschoben. Der Planet wird anders aussehen als in der Gegenwart, gar keine Frage. Nun, was sind die Aussagen, die grundlegenden Annahmen dieser World Population Prospects, der Variante Medium, der Hauptvariante? Und das ist, wie gesagt, es sind immer Wenn-Dann-Aussagen. Wenn, Mathematik, Mathematik, dann. Und das ist, wie gesagt, also immer die Frage des Wenns, das wir berücksichtigen müssen. Das Dann kennen wir jetzt. Und wir sehen eben halt hier, dass die Vereinten Nationen ausgehen von einer bestimmten Annahme über die Geburtenrate. Und zwar gehen die Vereinten Nationen hier in der Variant Medium aus von 1,9 Kindern pro Frau. In nahezu allen Kulturteilen, sehr, sehr ähnlich.
Afrika, südliche Sahara etwas oben drüber. Okay, aber im Wesentlichen sind auch hier, die Kurve für Afrika geht hier sehr schnell in den nächsten Jahrzehnten runter und nähert sich dann ungefähr ganz langsam diesen Wert von 1,9 auch an. Man muss fragen, ob das realistisch ist. Also das werden wir später nochmal in einer späteren Folge noch genauer betrachten. Aber es bleiben hier Zweifel nach, ob das so dann passieren wird. Denn wenn es nicht passieren würde, dass in Afrika die Geburtenrate hier so schnell sinken würde, hätten wir dann deutlich mehr Menschen als nur fast 4 Milliarden Menschen im Jahre 2100 in Afrika südliche Sahara. Was natürlich auffällt in dieser Annahme ist, dass die Geburtenrate hier in allen Kulturteilen gleich sein soll. Ein One-World-Ansatz. Also die Annahme, der Planet ist One World, also eine Welt, alle haben dieselben Lebensbedingungen, sind modernisiert, säkularisiert und was alles und hier soziale Schichtung eingeebnet und keine Ahnung. Das kann so kommen, muss aber nicht so kommen. Man muss die Frage, ob es sich auch einen relativ ideologischen Ansatz auch handeln kann. Ein objektives Maß dafür, dass es so kommen soll, kann ich nicht erkennen. Denn wir dürfen nicht vergessen, für einzelne Kulturteile wäre dieser Wert von roundabout 1,9 Kindern pro Frau. Das wäre schon eine ganz deutliche Steigerung. Also denken Sie die Japanerinnen oder an die Europäerinnen, die haben nicht 1,9 Kinder in der Gegenwart. Und wieso sollen die steigen, während andere sinken? Okay, aber lassen wir es so stehen. Das ist immer die grundlegende Annahme der Vereinten Nationen. Die zweite Annahme, die die Vereinten Nationen treffen, betrifft die Lebenserwartung. Und das sind die Werte, die hier angenommen werden. Wir sehen also, dass hier allgemein nach der Annahme der Vereinten Nationen die Lebenserwartung steigen wird, in allen Kulturteilen. Es gibt eine ganz leichte Annäherung zwischen Kulturteilen, aber im Wesentlichen bleiben die Unterschiede in der Lebenserwartung hier relativ ähnlich. Und deswegen halte ich diese Annahmen hier bei der Lebenserwartung bei den World Population Prospects für einigermaßen brauchbar und plausibel. Und deswegen denke ich mal, dass wir also hier da relativ wenig Kritik üben müssen. Der One-World-Gedanke ist ja relativ schwach. Es kann natürlich sein, dass sich die Unterschiede auch stärker angleichen werden. Das ist durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Dann hätten wir natürlich, sagen wir mal, in den Ländern, die jetzt hier noch eine niedrige Lebenserwartung hätten, nochmals eine höhere Bevölkerungszahl im Jahre 2100. Also Afrika, wenn das stärker anwachsen würde, die Lebenserwartung, flupp, die Bevölkerungszahl geht nach oben. Gar keine Frage. Kann also auch passieren. Aber ich denke mal hier, so wie das hier dargestellt ist, ist das vielleicht eine doch insgesamt relativ noch plausible Annahme. Das wirkt jedenfalls nicht so ganz gekünstelt. Ja, und die dritte und letzte Annahme, um die es hier jetzt gehen soll, ist die Annahme über die Migration, über die Nettozuwanderung. Und das ist sicherlich der schwierigste Faktor, den zu projizieren. Denn wir wissen nicht, wie die Menschen wandern wollen und wir wissen nicht, ob sie reingelassen werden oder ob es da auch Widerstände in den Aufnahmeländern geben wird. Und da können die Vereinten Nationen wohl berechtigterweise nur ein bisschen schauen, was gibt es da in den letzten Jahren, seit der letzten Projektion für Strömungen, für Bewegungen, für Veränderungen drin. Und deswegen ist es also eine ganz schwierige Projektion, hier etwas konkret anzunehmen. Seit der letzten World Population Prospect der Vereinten Nationen haben wir also seit 2015 haben wir also hier natürlich massive Veränderungen gesehen. Das bekannteste Beispiel ist eben halt der ungeheure Zustrom von Menschen im Jahre 2015 nach Europa, namentlich vor allen Dingen nach Deutschland, wo da eben halt entsprechend ja sehr viel 1,8 Millionen Menschen etwa eingewandert sind. Und das ist eben halt schon eine ganz erhebliche Verschiebung drin. Und deswegen haben die Vereinten Nationen auch darauf reagiert. Also die hatten jetzt angenommen, für 2015 bei der damaligen Projektion 650.000 Zuwanderer netto, also Einwanderung minus Auswanderung, nach Europa. Und jetzt gehen sie immerhin von 925.000 Zuwanderern aus, also ungefähr 275.000 Zuwanderern mehr pro Jahr angenommen, im Schnitt der nächsten 81 Jahre, also 375.000 Zuwanderer netto mehr als noch vor 4 Jahren angenommen. Also da muss man denen schon zugutehalten, die reagieren da schon auf die aktuellen Entwicklungen. Aber wie gesagt, keiner kann hier wirklich wissen, was da genau an Migrationsströmen auftreten wird.
Und so sollten wir auch die anderen Zahlen hier eben halt auch berücksichtigen. Natürlich gibt es auch Länder, die traditionell Einwanderungsländer und Kulturteile, die traditionell Auswanderungsländer sind. Aber auf einen Kulturteil möchte ich Sie nochmal ganz besonders hinweisen. Das ist die Auswanderung aus Afrika, südlich der Sahara auf Schwarzafrika. Hier wird also bei den Vereinten Nationen 2019 angenommen eine Nettozuwanderung von 325.000 Menschen roundabout. Es gibt ja von Jahr zu Jahr ein paar Abweichungen, Veränderungen, okay, aber im Schnitt so 325.000 Zuwanderer pro Jahr. Beim Bevölkerungsanstieg von jetzt etwas mehr als 1 Milliarde auf dann fast 4 Milliarden Menschen. Ja. Also das basiert natürlich jetzt auf der momentan noch relativ geringen Zuwanderung nach Europa aus diesem Kulturteil. Aber ob das so bleiben wird, also ich habe da große Zweifel daran, ob das so bleiben wird. Man kann sich auch wesentlich höhere Zahlen vorstellen. Und entsprechend wäre natürlich dann die Bevölkerungszahl für Europa zwar höher, aber die Zahl der Menschen, die dort aus anderen Kulturteilen kommen oder dort ihre Wurzeln gehabt haben oder deren Vorfahren ihre Wurzeln gehabt haben, wäre dann entsprechend größer. Das heißt, wenn wir jetzt in der Variant Medium die Zahl für Europa uns anschauen, ist darin schon drin, dass wir 925.000 Zuwanderer pro Jahr in den nächsten 81 Jahren dann hier sehen werden. Also ungefähr ja, fast 80 Millionen Zuwanderer nach Europa mit drinne. Plus eben halt die Altmigranten und deren Nachfahren, die vielleicht auch, sagen wir mal, eine gewisse Geburtenrate aufweisen werden. Sodass also natürlich dann 2100 nach diesem Szenario Europa zwar eine gefestigte Bevölkerungszahl hätte, aber natürlich eben halt von der ethnischen Herkunft sehr viel vielschichtiger, sehr viel komplizierter wäre oder auch sehr viel bunter, je nachdem, wie man es ausdrücken will, als es in der Gegenwart noch ist. Also das wäre schon sicherlich auch drin. Diese Zahl, die Sie jetzt für Europa sehen, sind eben halt nicht nur solche Menschen, die seit 5000 Jahren in Europa wohnen oder deren Vorfahren seit 5000 Jahren in Europa gewohnt haben. Das ist gar keine Frage. Jetzt kann man natürlich auch sagen, wir nehmen eine andere Variante auf, wir lassen mal die Zuwanderung weg. Und das haben die Vereinten Nationen dankenswerterweise auch getan. Und zwar also hier dieselben Annahmen drin wie der Variant Medium, nur die Zuwanderung wird weggelassen. Das heißt also, wir haben in dieser Variante jetzt ohne Migration den Anstieg der Lebenserwartung, wie in der Variant Medium. Wir haben die Geburtenrate als One-World-Geburtenrate wie in der Variante Medium mit 1,9 Kindern pro Frau. Was jetzt aber als drittes anders ist, dass die Nettozuwanderung hier nicht stattfindet. Also alle Kulturteile werden hier von der Nettozuwanderung auf 0 gesetzt. Es gibt also keine Nettozuwanderung mehr. Da haben die Vereinten Nationen von diesem Wenn aus dann gerechnet und sind dann zu anderen Werten natürlich logischerweise gekommen. Und es ist natürlich klar, die Kulturteile, die jetzt in der Variant Medium eine Nettozuwanderung aufgewiesen hatten, die haben natürlich jetzt entsprechend weniger Einwohner. Also namentlich Europa, namentlich Angloamerika. Und das sehen wir auch jetzt hier, dass gerade diese Kulturteile weniger Menschen haben. Europa also fast 100 Millionen Menschen weniger, USA 150 Millionen Menschen weniger gegenüber der Variante Medium. Generell, wie gesagt, ist das also hier eine denkbare Entwicklung, wobei man auch vielleicht grundsätzlich mal sagen muss, was die beiden Amerikas betrifft, Angloamerika ist ja nicht so in dem Maße von geburtenfreudigen Kulturteilen umgeben, wie es Europa ist. Insofern ist also auch die Zuwanderung aus Lateinamerika weit weniger heftig und weit weniger bedrohlich für die USA, als Europa vielleicht dann als Problemfall hat. Also insofern ist die Diskussion um die Mauer oder Nicht-Mauer jetzt nach Mexiko vielleicht doch eher mit der europäischen Frage, mit der europäischen Problematik nicht vergleichbar, von vornehm auszudrücken. Ja, das wie gesagt eben halt jetzt die ganze Welt ohne Migration oder Nettozuwanderung. Und wie gesagt, Europa bleibt eben halt hier nach der Variante Medium von stark wachsenden Kulturteilen umzingelt. Ob nun Europa diese Zuwanderung zulassen möchte oder nicht zulassen möchte, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, meine politische Meinung oder meine migrationspolitische Meinung hier zu äußern. Das kann man jetzt so und so sehen. Aber vielleicht sollten wir doch mal positiv eins registrieren. Es wird hier wahrscheinlich keine Welthungerkatastrophe geben, aber das 21. Jahrhundert wird natürlich geprägt sein von internen Verschiebungen auf diesem Planeten. Weg von den nördlichen Kulturteilen, also Japan, Russland, Europa, hin zu den tropischen Kulturteilen, Indien
Orient, subtropisch, Afrika vor allen Dingen. Wie gesagt, das ist jetzt ein Luxusproblem, das wir vielleicht haben. Insgesamt, wie gesagt, ist das 21. Jahrhundert durchaus positiv zu sehen, da wir nur ein gebremstes Weltbevölkerungswachstum haben. Deswegen auch zum Abschied der vulkanische Gruß. Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.